Also das Ding ist, es gibt beim Thema händischer Massivholzbearbeitung eigentlich nur 4, kann man sagen, 4,5 sich wiederholende Arbeitsgänge, die ständig immer wieder kommen. Und die sind Anreißen, Sägen, Stemmen, Hobeln. Am Anreißen hängt total viel, das ist tatsächlich so. Das ist eigentlich das A und O, dass man vernünftig anreißt. Und um vernünftig anzureißen, braucht man vernünftige Werkzeuge. Jetzt ist es bei mir so, dass ich früher noch, also in meiner Lehrzeit und lange danach noch geglaubt habe, dass solche Werkzeuge wie diese hier, also so ein Zimmermannsbleistift, dass die nur was für Leute sind, die es nicht so genau meinen. Und dass man als Schreiner mit so einem kleinen, feinen Bleistift arbeiten muss auf jeden Fall. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders, also was auch dem geschuldet ist, dass ich jetzt irgendwie ins Leitsichtbrillenalter gekommen bin und es gerne habe, wenn ich einen dunklen Strich sehe und den schön erkennen kann, damit ich auch sauber daran arbeiten kann, das ist das A und O. Und seitdem finde ich diese Bleistifte gar nicht so schlecht. Der Punkt ist bei beiden dieser Bleistiften in meinen Augen, mit welcher Technik man sie spitzt. Okay, also in Japan gibt es keine Schreiner so, wie wir Schreiner kennen. In Japan ist es so, es gibt Zimmerleute und es gibt zum Beispiel Truhenbauer, es gibt Schiebetürenbauer und den Schreiner, so wie wir ihn kennen, gibt es eigentlich in Japan nicht. Warum erzähle ich das? Weil japanische Zimmerleute eigentlich nicht mit einem Bleistift anreißen, sondern mit Tinte. Und für diese Tinte, um diese Tinte zum Anreißen verwenden zu können, benutzen sie einen Keil und diesen Keil schneiden sie aus einem Stück Bambus. Und dieser Bambuskeil, der sieht ungefähr so aus, der wird so aus dem Stück Bambus rausgeschnitten und hat hier eine Keilform und hat aber gleichzeitig, wenn man den von da anguckt, nochmal eine Keilform. Das heißt, der sieht dann so aus. Insgesamt also hätte der so eine Phase und sähe so aus. Ich hoffe, ihr könnt euch das ungefähr vorstellen. Und hier jedenfalls entsteht eine rasiermesserscharfe Kante. Und diese Kante kann man jetzt in die Tinte tunken und damit kann man einen sauberen Riss machen. So, jetzt kommt der Punkt, was hat das mit Bleistiften zu tun? Also ihr seht, es gibt Sachen, da bin ich nerdig drin, das ist eben nicht Video. Aber was hat das mit Bleistiften zu tun? Komme ich jetzt drauf zurück. Und zwar, also so ein Bleistift wie der hat den entscheidenden Vorteil gegenüber einem klassischen Schreinerbleistift, dass er auch eine rechteckige, im Querschnitt rechteckige Mine hat. Und mit dieser im Querschnitt rechteckigen Mine ist es relativ leicht, so eine Keilform anzuschneiden, wie die ich eben angesprochen habe, mit dieser Bambusfeder, die japanische Tischler sich machen. Das geht hier so, also hier seht ihr ich habe den eigentlich immer so und versuche auch hier möglichst das Holz des Stiftes oben und unten möglichst nah an der Mine dran zu lassen, sodass hier vorne eine Kante entsteht. Also keine Spitze, wie man das üblicherweise so kennt, sondern dass da vorne eine Kante entsteht. Und diese Kante ist durch diese beiden Stücke Holz hier geschützt, also durch das, wie das Holz da überlappt, und auf diese Art und Weise hat man etwas, was einfach länger steht. Das geht tatsächlich am besten mit einem Stecheisen oder mit einem Messer. Also ich persönlich bevorzuge ein Messer. Ich zeige euch das mal. Dann kann ich nämlich hier jetzt gleichmäßig sowas hier runterschneiden.
und das von beiden Seiten. Von oben und von unten natürlich auch. So, und jetzt kann ich hier vorne mit der hier überstehenden Mine mir so diese Keilform hier hin machen. So. So ungefähr. Genau, so sieht das dann aus. Und damit kann man einen sehr schönen Strich machen. Das zeige ich euch gleich mal, muss ich mal erst einen Winkel holen. Okay. Jetzt kann ich also auch mit so einem relativ dicken Stift hier eine schöne gerade Markierung machen. Das wäre jetzt so, also für eine erste Sägeübung finde ich, ist das sozusagen das perfekte Ding. Also ich gehe hier hin und mache hier bei 5 cm einen Riss. Das heißt, dann können wir uns direkt unterhalten, wie eigentlich geht man idealerweise mit so einem Winkel um. Das ist jetzt hier so ein englisches Modell, aber ist eigentlich genauso gut. Ich mag die, weil die verstellbar sind, aber jeder andere Schreinerwinkel tut es genauso. Der Punkt ist, Schreinerwinkel im Gegensatz zu Zimmererwinkeln haben immer einen dicken Schenkel und einen dünnen, damit man mit dem dicken Schenkel also an dem Stück anliegen kann, während man den dünnen flach auflegt und dann hier eine Kante hat zum dran entlangreißen. Das muss man halt immer gewährleisten, dass dieser Schenkel hier an dieser Kante vollständig anliegt und dieser hier flach aufliegt. Ich finde, es geht am besten mit so einem sozusagen dreifingerigen Zangengriff, nämlich indem ich hier mit Daumen und Mittelfinger oder Ringfinger hier das umklammere und dann kann ich den Zeigefinger dafür benutzen, das von oben runter zu drücken. Funktioniert eigentlich sehr gut. Ne? Und jetzt wäre also sozusagen die erste Übung, wäre direkt eine Übung im Anreißen. Noch vor dem Sägen kommt das Anreißen, logischerweise. Und jetzt kann ich hier hingehen und mache hier einen Riss. Und ihr seht, das ist ein deutlich sichtbarer, aber ein durchaus feiner Riss. Ne? Und jetzt kommt die Aufgabe, diesen Riss einmal komplett um das Stück drumherum zu winkeln. Und dabei, das ist die Herausforderung, mit dem letzten Riss da rauszukommen, wo der erste angefangen hat. Seht ihr? Da gibt es meistens so minimale Differenzen, aber da müssen wir schon mal gucken, dass das gut funktioniert. Also umwinkeln, ne? Wichtige Sache. So. Kommen wir noch mal einmal zurück aufs Bleistiftspitzen, denn der Punkt ist tatsächlich auch so einen kleinen Bleistift, ihr seht das hier schon so ein bisschen, so einen kleinen Bleistift so spitzen, dass diese Kante entsteht. Und das funktioniert folgendermaßen, das habe ich von meinem sehr lieben Kollegen Peter von Dictum gelernt, ich kannte das vorher auch nicht, ich bin 30 Jahre Schreiner gewesen, bevor mir das einer gezeigt hat. Also, indem ich diesen Bleistift von der einen Seite quasi halbiere. Das ist idealerweise, macht man damit eine durchgehende Fläche, das gelingt in der Regel nicht, da hat man immer so eine leichte Kurve drin, aber man kann da mal so drüber peilen und sich das angucken. Und dann hat man diese Mine mehr oder weniger halbiert. Und von der anderen Seite mache ich jetzt genau das, was ich sonst klassischerweise immer gemacht habe mit Bleistiften, nämlich ich spitze hier diese Kegelform an, also quasi einen halbierten Kegel. Und dabei entsteht da vorne auch wiederum so eine Kante. Und diese Kante bekommt so ein bisschen die Form wie ein kleiner Fingernagel. Das ist ein ähnliches Prinzip. Und die hat den Vorteil,
dass sie sehr schön lange, lange, lange stehen bleibt. Genau. Man muss den relativ wenig nachspitzen. So. Und damit natürlich, nur mal um das zu zeigen, damit kriege ich jetzt so einen Riss hin. Da kann man sehen, der ist noch ein bisschen feiner, aber das geht sehr, sehr gut. Ja. Das wäre das.